Hallo ihr Lieben, ich hatte neulich mal ein Video gemacht über dieses kleine süße Leporello, wo ich also ausgeschnittene Vogelbuchseiten genommen habe und Briefmarken. Und da hatten einige gesagt, ich sollte doch darüber mal ein Video machen, wie ich das gemacht habe. Da sind auch noch so kleine Tags jeweils drin, ne? Da und an dieser Seite auch. Ja, also, wie habe ich das gemacht? Als Basis habe ich so eine Innenrolle von Geschenkpapier. Ne? Diese ist jetzt eine Ecke größer als das, was ich hatte. Also wenn man dieses hier, das ist also jetzt hier doppelte Größe quasi. Wenn man jetzt guckt, doppelte Größe, da ist so ein Stück über. Ne? Ich werde da jetzt aber nichts abschneiden. Also dieses Leporello wird einfach ein Stückchen, so ein Stückchen wahrscheinlich größer als das. Das macht ja jetzt nichts. So, dann nehme ich noch als Bild, also für die Bilder, dieses kleine Büchlein, die schönsten Blumen in Wiese und Feld von K.H. Waggerl, weil ich die total schön finde. Wenn man hier so mal guckt. Hier geht es also auch um Blumen, ne? Die werden hier jeweils auch beschrieben und hier sind die dann so auf so Karten abgebildet. Und die sind auch alle irgendwie so im selben Farbspektrum, ne? Die sind alle irgendwie so ein bisschen mit rosa, lila angehaucht und ein bisschen gelb. Also das passt alles richtig gut zusammen. Daraus werde ich mir die Blumen nehmen, also statt Vögel, ne? Dass ich diesmal auch andere Motive habe. Und dann werde ich das Ganze mit Briefmarken auch, hier habe ich ja auch Briefmarken, ne, die so in einem gewissen Farbspektrum sich befunden haben. Das möchte ich jetzt auch machen. Da habe ich mir so grüne rausgesucht, braune und lilafarbene. Da werde ich einfach mal gucken, was da schön so aussieht. Und dann möchte ich diesmal noch, weil es ja auch größere Seiten sind, noch so ein paar Label mit drauf machen. Die habe ich mir also hier selber gemacht. Ne? Beziehungsweise ein paar davon sind, ich glaube, von Shabby Dabby Duda. Weiß ich jetzt nicht genau, aber die meisten davon habe ich selber gemacht. Ja, wie wird die Basis gebildet? Das ist ja hier die größte Frage, ne? Weil das ist ja, das lässt sich hier lang ausziehen. So, und das ist ja quasi ein Stück, ne? Und hier habe ich halt manchmal noch so Taschen drin. Das heißt, hier habe ich ja irgendwie Überlappungen. Muss ich aufpassen, dass ich nicht zu doll ziehe. So, wie habe ich das gemacht? Also die Basis ist letztendlich, wenn ich hier mal so ein Papierstück nehme, wenn ihr euch vorstellt, das hier ist auseinandergerollt, diese Pappe, ne? Dann wird das quasi in der Mitte durchgeschnitten bis fast am Schluss. Ne? Das wird hier so übergeklappt und der Rest wird quasi Ziehharmonika-mäßig einfach so zur Seite geklappt. Ne? Und das kann ich jetzt quasi, ich kann auch, wenn ich das jetzt so habe, ich könnte die Ziehharmonikas natürlich auch enger falten, ne? Da müsste der Schnitt ein bisschen weiter gehen und ich hätte dann schmalere und längere Seiten. Also da bin ich frei. Ich habe jetzt in dem Fall hier 6 und 6, ne? So, und dann muss ich ja noch gucken, wenn ich dies hier zuklappe, dann habe ich ja hier automatisch eine Tasche. Wenn ich dann noch mehr Taschen haben möchte, dann muss ich hier halt in der Mitte zwischendurch auch noch mal was zuklappen. Muss aber aufpassen, weil ich dann hier an der anderen Seite natürlich so eine leere Klappe habe, ohne dass sich das umschlagen lässt, ohne dass es hinten aufgeht, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das kann ich dann im Grunde hier auch noch mal zukleben und dann habe ich hier auch eine Tasche. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. So, ich fange also an, indem ich diese Pappe nehme und falte die in der Mitte. So. Und dann kann man so ein Falzbein nehmen. Ich habe keins. Ich nehme immer hier so, das ist von so Fensterfolie, womit man das so ein Rakel, ne? Das nehme ich immer dafür, klappt richtig gut. Ihr könnt auch, wenn ihr sowas nicht habt, hier so einfach den Griff von der Schere nehmen. Das tut es auch alles. Hauptsache, wir haben hier unten dann eine scharfe Kante. Dann falte ich das nochmal in der Mitte.
Dann falte ich das quasi als Drittel. Hier habe ich jetzt aus irgendwelchen Gründen ein bisschen über, das schneide ich jetzt einfach ab. So, das rollt sich natürlich jetzt hier noch so ein bisschen zusammen, das wird aber gleich besser, wenn wir das weiter bearbeiten. Und jetzt muss ich das quasi hier unten, das eine bleibt zusammen und dieses hier muss ich unten aufschneiden. Und das mache ich jetzt einfach, indem ich hier an der Kante einen halben Millimeter entfernt abschneide. Das finde ich ist die sauberste und einfachste Lösung, ne? Und schon haben wir das auseinander mit sauberen Schnittkanten. So, das hier sind die Reste davon. Und wie man sieht, ist das wirklich nur ein Hauch, aber es ist offen. Okay. So, dann muss ich gucken, wo ich die Taschen jetzt zuklebe. Als erstes natürlich hier, wo ich den Knick habe, ne, von diesen beiden Paketen. So, und jetzt habe ich noch die Möglichkeit, ich klebe das natürlich hier zu. Und dann, wenn ich die Tasche weiter zukleben will, dann kann ich entweder hier oder hier zukleben. Da werde ich diese Seite nehmen, weil hier das ist nur einfach und dieses hier ist ja doppelt, ne? Das heißt, wenn ich hier vorne in die Tasche was reinstecken möchte, dann habe ich hier eine doppelte Kante, die einmal stabiler ist und zweitens auch schöner aussieht. Deswegen nehme ich das jetzt hier und klebe es hier und hier, also quasi hier und hier zu, sodass ich von hier reinkomme. Hier klipse ich hier oben nochmal zu, damit das hier auch schön bis in die Ecke hineinhält. Dann hangle ich mich einfach von hier weiter. Hier habe ich ja die eine Tasche, die habe ich gerade gemacht. Das heißt, ich muss hier auch eine Tasche haben. Ganz einfach. Ich mache hier Kleber rauf und klebe das zu. Ne? Und dann habe ich von vorne auch wieder so eine schön geschützte, glatte Eingriffsmöglichkeit. Hier habe ich auch wieder Klipse dran, damit das schön zusammenhält. Hier ist es ein bisschen schief. Ist aber egal, es ist ja ein Junk Journal, ne? So, das heißt, ich habe hier eine und jetzt mache ich aus den beiden auch eine. Also Kleber hier hin und zusammenpappen. So, die 3 Taschen sind fertig. Jetzt kommt die andere Seite und da fangen wir auch wieder in der Mitte an. Und zwar kann ich das ja so auseinanderziehen, bis auf den Flapp hier in der Mitte. Ne? Das heißt, dieses werde ich als meine erste Tasche nutzen. Und zwar kann ich das jetzt entweder nach da kleben oder nach da. Das macht eigentlich keinen Unterschied. So, also ich klebe es jetzt nach hier
Auch wieder da und da Kleber und einfach zukleben. Ne? Und dann habe ich im weiteren Verlauf diesen Flapp hier weg und habe hier eine durchgehende Fläche, ne? Die ich aufziehen kann. Da ist meine Tasche. Dann kann ich mir hier vorne eine Tasche machen. Nochmal von oben. Dies sind meine beiden Taschen. Also eine ist da und eine ist da. Und dann kann ich mir hier noch eine machen. So, das habe ich jetzt nochmal zugeklipst, damit das richtig fest anziehen kann. Also von vorne 3 Taschen, von hinten 3 Taschen. Und jetzt sieht man hier, das ist nicht so ganz perfekt. Also ich könnte jetzt hier noch irgendwie 1-2 Millimeterchen abschneiden, um das zu begradigen. Das mache ich aber nicht. Also es ist ein Junk Journal. In der Zwischenzeit kann ich mir ja schon mal die Seiten rausholen. So. Ich werde es also reißen. Weil ich um das Bild rum sowieso reißen möchte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warte mal, ich habe 6. Wie viele Seiten muss ich gestalten? Ich habe auf jeden Fall 6 Taschen. Das heißt, da brauche ich schon mal 6 Bilder. Und ich habe 6, ich meine 12 Seiten hiervon. Das heißt, ich brauche 18 Bilder, wenn ich wirklich alles voll machen möchte. Muss ich mal gucken, wie viel ich habe, ob das reicht. Hat jemand mitgezählt? Ah, das sind aber ja echt viele. Das sollte wohl reichen. Dann fangen wir mal an. Ich reiße mir die jetzt so zurecht. So in der Art. So. Und rundherum werde ich die jetzt mit Vintage Photo Oxide einfach so ein bisschen distressen. Ich nehm lieber die Ink. Ja. So bereite ich jetzt die anderen Seiten auch alle vor. So, ich habe die jetzt alle ausgerissen und am Rand distresst. Und jetzt habe ich mir aber überlegt, wenn ich jetzt jede Seite mit Blumen voll klatsche, ne? Also das wäre ja dann so und dann noch ein bisschen ergänzt um Briefmarken und ein Label und dann die nächste Seite auch wieder mit den nächsten Blumen, ne? Und so weiter und so weiter. Das weiß ich nicht, ist viel zu viel in meinen Augen, ne? Also das finde ich dann irgendwann nicht mehr schön. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das bei diesem Leporello ein bisschen anders mache als bei dem hier. Hier war das auch so, ne? Hier waren überall Vögel, aber irgendwie sind die ein bisschen mehr im Hintergrund. Ich weiß nicht. Und der Nachteil hierbei ist halt noch,
Ich kann durchblättern, das ist ja auch alles ganz süß. Aber ich kann da sonst ja nichts mitmachen, ne? Ich kann nicht drin schreiben, ich kann auch nichts Besonderes drin reinkleben, weil es ja fertig gestaltet ist. Das ist wirklich ja nur was zum Angucken, ne? Ich könnte hier zwar jetzt bei diesen Tags, ne, auf der Rückseite, da könnte ich mir noch was aufschreiben, aber das war es dann ja auch schon so. Und das ist zwar so hier ganz schön, aber davon brauche ich ja nicht 10 Stück. So. Deswegen habe ich mir überlegt, dass auf eine Seite jeweils eine Blume kommt. Die wird dann auch mit Briefmarken und Labels und so weiter dekoriert. Und auf die andere Seite mache ich einfach so einen Linienstempel. Ne? Der passt von der Größe auch richtig schön. So, den mache ich da so drauf. Ne? Ich nehme diesmal auch Stazon, also die dunkle Tinte, weil ich denke, hiermit, da wird man die Linien zwar sehen, aber weil das ja schon ein recht dunkler Untergrund ist, möchte ich da ein bisschen mehr Kontrast auch haben, ne? Dass man die Linien besser sieht. Deswegen werde ich jeweils auf eine Seite Linien stempeln und die andere Seite dekorieren. Und damit es nicht so langweilig ist, mal die rechte und mal die linke. Ja. Dann habe ich jetzt natürlich hier eigentlich zu viel, aber ich habe keine Sorge. Also die Blumendinger, die werde ich immer irgendwo unterbringen können. Und ein paar Seiten habe ich auch noch über, ne? Ja, und dann hatte ich mir auch noch die schönsten Blumen in Wiese und Feld. Das war ja der Titel von dem Buch und von meiner Blumenwiese, das war auch in dem Buch noch drin. Das habe ich mir noch mit ausgeschnitten oder ausgerissen vielmehr. Und das kommt dann hier jeweils noch vorne in die Dekoration mit drauf und hinten. Also das wird sich später nicht mehr so rollen, weil das ja dann jeweils quasi so ein Deckblatt ist, ne? Dann brauche ich ja 2. Ja, okay. Dann mache ich das wie folgt. Ich hoffe mal, ich versau es jetzt nicht. Ich stempel lieber woanders als auf dem Ding, sonst habe ich es vorher schon. So. Findet ihr auch, dass das wie Marzipan riecht? Ich mache es lieber hier. So. Schwupp. Okay. Und Linien drauf zum Schreiben. Auf die andere Seite kommt das hier. Ja, und dann gucken wir mal, dass wir das noch ein bisschen mehr ausgestalten. Ja, dann gucken wir mal nach ein paar Briefmarken. Ich sortiere mir die immer nach Farben. Dann habe ich es hinterher leichter, mir einzelne rauszusuchen. Also ich suche jetzt eigentlich so eine etwas ältere. Also das hier ist mir zu modern. Ja, ich suche jetzt quasi sowas, ja, muss auch dazu passen. Die vielleicht, die passt auch von den Farben schön. Oh Gott, die nehmen wir mit Sicherheit nicht. Ich glaube, die schmeiße ich gleich weg. Ja. Das passt doch auch super. Die passt doch perfekt hier. Das ist doch auch so eine, ja, so eine Lilie, ne? Ist das eine Lilie? Okay. Dann werden die noch ein bisschen distressed am Rand.
so klebe ich das jetzt auf. Und so nach diesem Muster mache ich mit diesen Blumen hier jetzt die nächsten Seiten. Das mache ich gleich im Hintergrund. Das reicht ja, wenn ich das einmal zeige, wie ich es grundsätzlich mache. Ne? Müsst ihr ja jetzt nicht bei 12 Seiten sehen. Dann habe ich ja noch die Taschen, wo ich gerne Tags reinmachen möchte. So, und da habe ich hier noch so ein paar alte, abgenutzte Ordner. Die schneide ich mir jetzt so zurecht, dass ich quasi jeweils passende Tags habe. Und dann zeige ich euch gleich, wie ich die Tabs mache. Ne? Die mache ich nämlich mit dem kleinen Lochstanzer, aber das zeige ich euch gleich. Ich schneide die erstmal zu und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt die 6 Kärtchen zugeschnitten. Die möchte ich am Rand noch abrunden mit so einem Eckenstanzer, ne, 10 mm. Sieht einfach schöner aus. So, das mache ich mit den anderen natürlich dann auch. So, und dann kommen wir jetzt zu den Tabs. Ne? Also hier, bei denen habe ich das ja auch. Da habe ich auch, das ist übrigens hier der gleiche Ordner, ne? Also die gleiche Art von Ordnern. Und da habe ich hier so einen Tab ran gemacht. Genau den gleichen möchte ich auch. Ich habe hier noch 2 so Abschnitte. Da mache ich jetzt 6 Stück draus. Kommt auf einen Millimeter auch nicht so an. Ist das ungefähr ein Drittel. So und so. Dann falte ich die in der Mitte. So. Und die werden dann ja so hier angeklebt, ne? Dass ich die Öffnung hier in der Mitte habe und das hier festklebe. Jetzt ist das so natürlich ein bisschen langweilig und dann mache ich das wie folgt. Ich nehme mir so einen Lochstanzer, der hier hat, würde ich sagen, 1,5 Zentimeter. Ist aber eigentlich auch egal, also ihr könnt auch eine andere Größe nehmen, ist dann halt nur ein bisschen, hat ein etwas anderes Format dann. So, und dann nehme ich mir so ungefähr ein Viertelkreis, ein bisschen weniger, schwupp, und trenne das ab. So, und dann habe ich hier quasi so einen recht hübsch geformten Tab. Jetzt kann ich beigehen, das habe ich bei denen, glaube ich, gemacht. Ah, nee, habe ich gar nicht. Manchmal runde ich das hier noch so ein bisschen ab, aber der Tab ist sowieso relativ klein, deswegen lasse ich das so. Diese Ecke hier, die kannte ich auch noch ein bisschen ab, und zwar auch wieder mit dem Eckenstanzer. Da nehme ich diesmal die kleine, 4 mm. Ich weiß gar nicht, kriege ich das jetzt da noch rein? So. Und so kann ich die hier dann aufkleben und habe hier einen stabilen Tab, den ich dann aus dem Leporello wieder rausziehen kann. Und da muss ich noch darauf achten, wenn ich die festklebe, wenn ich auf einer Seite jetzt 3 von den Karten habe, dass ich dann einen oben mache, einen in der Mitte und einen dann unten, ne, damit das hübsch verteilt ist und möglichst mit gleichen Abständen. Ne, also für den inneren Monk. So, und bei diesen Karten mache ich das genauso. Eine Seite wird gestaltet mit Blume und Briefmarke und so weiter. Und die andere Seite, da kommt auch wieder dieser Stempel drauf. Ne? Passt auch noch, sodass man dann auf der einen Seite schreiben kann und die andere Seite ist hübsch zum Gucken. So, hier habe ich schon 2 fertig. Dann machen wir einen nochmal zusammen. Also ich habe hier jetzt diesen Tacky Glue. Eigentlich auch letzten Endes egal, was ihr nehmt. Hauptsache kein Prittstift, ne? Der löst sich mit der Zeit dann irgendwann an und dann fallen euch die Griffe ab. Das wollt ihr ja nicht. So, wie achte ich jetzt drauf, dass das einigermaßen im gleichen Abstand ist? Also die hier habe ich ja schon. Der in der Mitte, da zirkle ich immer die Mitte nach Augenmaß. So, und jetzt möchte ich natürlich, dass hier unten das den gleichen Abstand hat wie da oben. So, und dann mache ich das wie folgt. Ich drehe die Karte um. Lass das unten bündig sein. Und dann
gucke ich, dass das hier auf der gleichen Höhe festgeklebt wird. So, umklappen, festdrücken, nochmal nachjustieren, ne, dass das hier so ein fließender Übergang ist mit dem Bogen. Fertig. So, das ist jetzt alles soweit aufgeklebt, ist aber noch nicht fertig, ne? Und jetzt mal zu einer grundsätzlichen Frage. Und zwar wird oft gefragt, woher weißt du denn, wo jetzt zum Beispiel die Briefmarken und die Label hin müssen? Oder woher weißt du denn, wann es fertig ist, ne? Und wann da nichts mehr rauf muss? Also da hat natürlich jeder einen anderen Geschmack. Die einen mögen das sehr gerne, wenn das relativ üppig ist und viele Schichten und so weiter. Und manche mögen das ein bisschen reduzierter. Also ich bin grundsätzlich eher von der Fraktion der Reduzierteren. Aber ich kann mal an ein paar Beispielen kurz erklären, welche Gedankengänge ich dabei so habe. Also ich denke, das ist für einige von euch interessant. Also wenn ich jetzt diese Karte mir so angucke, dann empfinde ich die als ausgewogen. Ne? Das Rosa wiederholt sich unten, dieses Grün, dieses Blaugrün wiederholt sich unten und die Karte ist für mich rund. Ne? Da verschiebt sich nichts irgendwie vom Gewicht her in eine gewisse Richtung von der Farbe oder Komposition her. Deswegen werde ich die so lassen. Diese Karte, wenn ich mir die angucke, dann fehlt mir hier unten was, ganz eindeutig. Und zwar, also hier, das Lila wiederholt sich ja hier unten, das Blau-Grün hier oben. Alles schön, aber hier unten ist so eine Lücke, die in meinen Augen gefüllt werden muss. So, und jetzt habe ich hier mal verschiedene grüne Briefmarken noch über, also rausgelegt. Und da können wir einfach mal so gucken, was hier harmonisch wäre. Ne? Wenn ich das jetzt hier so hinlege, wäre mir das zu groß im Verhältnis. Wenn ich die hinlege, stimmt das für mich. Ne? Das ist auch wieder dieses Blaugrün, was ich hier oben schon habe. Das wiederholt sich in der Blume. Das gleicht hier unten die Balance aus. Und wenn ich das hier hinklebe, wäre das für mich eine schöne Karte. Dann gucken wir hier mal. Das ist für mich auch stimmig. Hier fehlt mir hier unten was. Und da kann ich jetzt auch wieder drüber nachdenken. Also ich könnte jetzt natürlich was gelb-lilafarbenes hier unten hinkleben. Das würde die Farbe nochmal wiederholen. Da hätte ich zum Beispiel diese Briefmarke, die hier unten hingeklebt. Ja, die wäre mir fast schon zu dunkel. Und andere in dem Farbkomposition habe ich nicht, also müssen wir jetzt mit dem Vorlieb nehmen, was ich hier habe. So, dann könnte ich diese Briefmarke hinkleben. Die würde für mich schon fast gehen, weil die Farben sich in diesem Strunk wiederholen. Und insgesamt ist die so ein bisschen aufgelockerter. Die ist nicht dunkelwuchtig, wenn ihr versteht, was ich meine. Also die würde für mich schon passen. Diese eigentlich schon eher nicht so. Also nicht so gut wie diese hier. Ja, versteht, was ich meine, ne? So, dann diese Seite. Da fehlt mir ganz eindeutig was von diesem Dunkellila. Ne? Das ist so markant. Und hier habe ich irgendwo in meinen Augen auch noch so eine Leere, ne? Eine Leere, die gefüllt werden muss. Da habe ich leider auch keine schöne Briefmarke in diesen Farben, aber hilfsweise würde ich diese hier nehmen. Die gefällt mir zwar vom Motiv her nicht so gut, aber wenn ich den ein bisschen distresse, sieht man da kaum noch was von. Ne? Und dann wiederholt sich dieses Lila nochmal und dieses Lila hier hat noch ein bisschen Gegengewicht. Das würde das Ganze für mich ausgleichen. Das hier ist für mich okay. Das auch. Wobei, da ist hier oben dieses Lila und Gelb ziemlich vordringlich. Und da würde zum Beispiel auch hervorragend diese Briefmarke zu passen. Schon allein deshalb, weil die hier ja Blüten mit Strahlen hat und hier auch. Ne? Und dann könnte man die jetzt quasi hier noch mit aufkleben. Jetzt auch wieder die Frage, wo klebe ich die denn hin? Hier oben zum Beispiel macht es keinen Sinn, denn hier oben sind ja die Farben schon. Das heißt, ich muss die hier irgendwo in den unteren Bereich bringen. Wenn ich die jetzt hier hinkleben würde, würde das für in meinen Augen nicht so passen, weil die ja relativ dunkel ist vom Bild her, also viel präsenter als diese beiden, ne, die ja wesentlich zarter sind. Und dieser Stängel und diese Blüte, die Knospe hier, ist auch im Verhältnis
prägnant in diesem Bild. Ne? Das ist auch wesentlich dunkler als die Pflanzen auf dieser Seite. Deswegen muss es für mich auf jeden Fall irgendwo auf diese Seite. Also oben kann es nicht, weil da die Farben schon sind. Rechts kann es nicht, weil es da schon so massiv ist. Und dann kann ich jetzt überlegen, klebe ich jetzt zum Beispiel hier hin. Also ich finde das immer schön, wenn sich Briefmarken und Label überlappen. Ne? Entweder hier hin, das ginge, oder hier so hin. Muss ich natürlich irgendwie gucken, dass ich mir meine Schrift hier nicht überklebe. Ne? Also irgendwo in diesem Bereich. Da oder hier, am liebsten hier. So, dann nochmal zu dem hier. Da ist in meinen Augen auch hier eine große Lücke, wo sich irgendwie das nochmal wiederholen müsste. Das heißt, da bräuchte ich eine grüne Briefmarke. Und mir gefällt da am besten, ich habe schon einige ausprobiert, diese hier, weil die, ich halte es euch mal hoch, die ist so umrissmäßig, ne? Die ist nicht ausgemalt, das ist quasi wie so eine Zeichnung nur. Und das wiederholt dieses Weiß von den Blütenblättern, die sind ja auch so zart, ne? Deswegen gefällt mir die hier am besten. Und schon ist die ganze Komposition ausgeglichen. So, dann werde ich die Sachen hier noch einkleben, ne, damit die Kompositionen passen. Und das Ganze hier, da fehlt mir noch die Distressfarbe hier am Rand. Deswegen nehme ich nochmal mein Distress Ink und den Tintenwischer und gehe hier nochmal von beiden Seiten außen rum. Und schon sieht das wieder ganz anders aus. Ja. So, dann gucken wir uns das fertige Leporello nochmal an. Also mal zum Vergleich, das ist das letzte. Das ist tatsächlich fast halb so groß nur gewesen. Ja, also, das ist eine der Vorderseiten. Die schönsten Blumen in Wiese und Feld. Das war ja auch der Titel vom Buch. Zweite Vorderseite von meiner Blumenwiese. Ne, das war im Buch einfach so ein Text drin gewesen. So, und dann jeweils eine gestaltete Seite und eine Seite zum Schreiben. In der Tasche hier dann ein Tag, ne, genau das gleiche. Eine Seite gestaltet, eine Seite zum Schreiben. Nächste Seite und dann auch immer wechselweise, ne, dass die gestalteten Seiten nicht immer links sind oder immer nur rechts. Hier ist dann hier die Seite zum Schreiben. Der nächste Tag, auch zum Schreiben. So, dann blättern wir um. Hier kommt die zweite Vorderseite, auch eine Tasche. Noch eine Tasche. Hier, das haben wir ja eben jetzt noch neu aufgeklebt, ne? Diese zarte Briefmarke, die das schön wiederholt. Ja, und so geht's rund. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, das Schöne ist halt, dass man bei diesem Leporello im Gegensatz zu diesem hier nicht nur gucken kann, sondern tatsächlich auch was mit tun kann. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Kreativsein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.